Zeiten des radikalen Wandels, so wie jetzt, sind immer auch Zeiten der Unsicherheit und der Ängste. Wie kannst du neu Orientierung finden? Wie kannst du Halt finden? Und wo steckt möglicherweise eine Chance für dich in genau dieser Zeit? Inwieweit du dem, was ich jetzt so sage, folgen magst, darfst du selbst entscheiden. Ich persönlich gehe davon aus, dass uns als unsterblicher Seele viele Leben vergönnt sind, mit dem Ziel zu lernen, Erfahrungen zu sammeln. Und ich gehe auch davon aus, wenn meine Seele jetzt in diesen verrückten Zeiten inkarniert ist, dann hat das einen Grund. Dann hat sie sich dafür entschieden, weil sie bestimmte Dinge lernen wollte durch Erfahrung. Und Erfahrungen können wir jetzt enorm viele machen. Eine erste Erfahrung mit größerem Wandel konnte ich, die ich in der DDR groß geworden bin und einen ganzen Teil meines Erwachsenenlebens verbracht habe, zum Wendezeitpunkt erleben. Wobei ich persönlich denke, der Wandel, den damals DDR-Bürger durchlaufen mussten, war viel, viel geringer von der Dimension her als das, was uns jetzt gerade ereilt. Das, was jetzt läuft, betrifft uns global auf der gesamten Erde, die gesamte Menschheit und ist insofern überhaupt nicht vergleichbar. Ein Erlebnis, was viele von uns vielleicht schon hatten: Wanderung in nassem Herbstlaub im Wald durch die Berge. Da kann man leicht ins Rutschen geraten. Und wer einmal bergab gerutscht ist auf nassem Laub, der weiß, wie es sich angefühlt hat, krampfhaft nach irgendeinem Halt zu suchen, im Außen in dem Falle, um wieder in die Ruhe, in die Mitte, in die Sicherheit zu kommen. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass niemandem, keiner Menschenseele irgendetwas in diesem Leben zugemutet wird, was sie nicht in der Lage wäre, auch zu bewältigen. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute ist: ich muss meine Komfortzone verlassen. Ich muss selbst das Schicksal sozusagen in die Hand nehmen. Ich kann mich natürlich im Außen orientieren an diesem oder jenem, an Gurus, an Galionsfiguren, die sich jetzt mir zeigen, welcher Art auch immer das sein mag. Der Punkt ist aus meiner Sicht jedoch folgender: Wenn ich mich an irgendjemanden hänge, wie kann ich dann meiner ureigenen persönlichen Aufgabe in diesem Leben gerecht werden? Mache ich damit vielleicht unnötige Umwege? Aber selbst Umwege sind in Ordnung und Seelenerfahrung. Oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, zum Ziel zu kommen, zu mir selbst zu kommen? Aus meiner Sicht ist die schönste Art, inneren Halt, Sicherheit und Frieden zu finden, es in sich selbst zu finden. Den sogenannten vielgerühmten Seelenfrieden zu finden. Yes. Und wie mache ich das? Auch wenn ich jetzt vielleicht wie die berühmte Schallplatte mit dem Sprung klinge. Für mich ist das Nonplusultra Meditieren. Und während einer Meditation habe ich war selbst völlig perplex, ein richtiges Eins-Gefühl gehabt. Ich habe irgendwann das erste Mal den Gesamtkosmos, das gesamte Universum, das gesamte Göttliche als einen großen Organismus empfunden, dem die gesamte Erde angehört, dem aber auch jede einzelne Seele angehört.
Und das ist so ein unglaublich sicher machendes Gefühl. Wie erreichst du das? Durch Meditieren. Ich habe es auf meinem Kanal schon zigfach genannt. Arten der Meditation gibt es viele. Es gibt die Gehmeditation, es gibt die Möglichkeit, einfach sich in die Ruhe zu begeben, in der Natur, aber auch mit einer typischen Meditationshaltung. Wie das geht, habe ich in einem Video im Februar, das verlinke ich hier unten drunter, im Rahmen oder in Form einer geführten Meditation als Meditationsanleitung schon einmal genauer gezeigt. Schau dir das an. Wenn du die Musik dazu ebenfalls haben möchtest, dann verlinke ich das hier und auch in diesem Video vom Februar. Probiere es für dich aus und lass dich überraschen, was geschieht. Meine Auffassung dazu ist, es geht nicht so sehr darum, die Sicherheit und den Halt im Außen zu finden, sondern im eigenen Inneren. Und Meditation ist ein Weg dazu, mit dem es super gut gelingen kann.